Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es mal um die Schlagschrauber von Bosch. Deswegen haben wir alle Schlagschrauber von Bosch auf dem Tisch, die es aktuell gibt. Von dem kleinsten und einem anderen Funktionsumfang bis zum größten Monster mit 2200 Newtonmeter. Und ich freue mich, dass wir jetzt endlich bei Bosch folgende Situation haben, nämlich wir haben endlich eine komplette Range. Bis vor kurzem war es so, dass wir zum Beispiel hier zwischen dem 450er und dem 1000er keinen dazwischen hatten, wenn wir eine bestimmte Anwendung hatten oder wenn wir eine bestimmte Kraft hatten. Und wir werden uns heute mal anschauen, was ist der richtige Schlagschrauber für dich. Denn hier gerade mit der GDX-Variante ist es ja noch ein bisschen anderes Anwendungsspektrum, genauso wie bei denen oder bei denen. Und vor allem müssen wir uns genau den hier angucken, den neuesten, den 750er. Und ich bin der Meinung, das ist wahrscheinlich der beste Schlagschrauber von Bosch. Und warum das so ist, das schauen wir uns in diesem Video an. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Heute geht es also wie unschwer zu erkennen um das Thema Schlagschrauber. Und ich freue mich, dass wir jetzt bei Bosch die Situation haben, dass wir jetzt die gesamte Reihe auch mal durchgezogen haben. Denn Bosch hat ja in den letzten Jahren immer wieder mal neue Schlagschrauber rausgebracht und hat aber nicht alte aus dem Programm genommen, sondern es ging wirklich dabei, also sukzessive nach oben hin weiter aufzubauen. Denn wir haben jetzt ja wirklich eine Reihe hier von kleinsten von 200 Newtonmeter bis zum größten zu 2200 Newtonmeter Lösemoment. Das heißt, wir haben eine riesen Bandbreite und das ist natürlich auch total sinnvoll, weil es je nachdem, welche Anwendung du hast, solltest und musst natürlich den richtigen Schlagschrauber kaufen. Und deswegen sind wir heute hier, um genau auseinander zu fieseln, was ist der richtige für dich. Und für mich ein richtiges Highlight ist wirklich der 750er. Den gucken wir uns heute auch noch ein bisschen genauer an. Aber wir sollten vorher anfangen. Nämlich, wir haben ganz viele verschiedene Geräte mit ganz vielen technischen Daten. Wenn du wissen möchtest, welcher Schlagschrauber kann was, schau dir mal unseren Werkzeugvergleich an. Ich habe hier das Ganze mal für mich ausgedruckt, hier mehrere A4 Seiten, wo alle technischen Daten hier draufstehen, wie zum Beispiel, dass der 200er 2 Newtonmeter hat. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Wenn du das alles hier anschauen möchtest, auf gotools.de oder hier oben verlinkt, findest du nochmal alles. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Thema Preise. Da ist es so, dass die günstigsten Modelle in dem Bereich sind so bei 140 €. Die teuersten Modelle, das heißt auch das Monster hier mit 1600 Newtonmeter Anzug, 2200 Lösemoment, kostet auch nur so um die 320, 330 €. Und daran siehst du auch, dass du wirklich für deine Anwendung das entsprechend kaufen kannst. Es ist gar nicht so unbedingt die Frage des Preises, denn also ab hier kosten ja nicht alle so um die 300 €, so 200 bis 300 €. Ja? Okay, jetzt haben wir erstmal die Basics mal besprochen. Lass uns mal auf was anderes kommen, nämlich wir können sie wirklich in verschiedene Bereiche einteilen, je nachdem auch, was für eine Aufnahme wir dann haben. Denn was du mit denen hier machst, ist was komplett anderes als das, was du mit denen hier machst. Denn diese drei, die wir haben, haben eine sogenannte Hexaufnahme, das heißt eine Sechskantaufnahme. Bei unseren Hexaufnahmen haben wir wirklich eine andere Klasse von Geräten. Die sind eben nicht dafür da, um zum Beispiel Räder zu wechseln oder. Man kann natürlich mit Adaptern hier zum Beispiel wirklich auch auf Viertelzoll oder Halbzoll sogar adaptieren, aber dafür sind sie nicht da. Lass uns erstmal schauen, was haben wir denn hier für Geräte. Wir haben hier den 200er, 215er und 220er. Das heißt, wir haben einen Anzugsdrehmoment von 200 bis 220 Newtonmeter. Jetzt könnte man sagen, was soll denn das hier? Inwiefern unterscheiden die sich überhaupt? Weil da kann ich ja eigentlich irgendeinen nehmen, Hauptsache er ist der günstigste. Ja, nicht ganz. Sie unterscheiden sich schon nochmal signifikant untereinander. Und da kommen wir gleich dazu. Aber erst einmal, lass uns mal nur über die Aufnahme sprechen. Wichtig ist, hier kommen ja
Sechskant, das heißt Hexbits rein. Dafür brauchst du aber schlagfeste Bits. Das ist ganz wichtig. Hier gibt es zum Beispiel schöne Sets von Bosch, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Apropos verlinkt, da findest du auch nochmal wirklich auch Sets für Nüsse bis zu echt großen Nüssen wie diese hier. Ja? Alles unten verlinkt. Je nachdem, was du brauchst, findest du auf jeden Fall das richtige Set unten in der Videobeschreibung. So, kommen wir jetzt aber mal hierzu. Wir nehmen jetzt einfach mal hier einen Bit entsprechend raus. Wichtig ist Folgendes, diese kurzen Bits hier, ja, die funktionieren nicht so richtig. Die kannst du zwar einsetzen, aber die fallen quasi rein. Macht nicht so richtig Sinn. Du brauchst dafür schon sogenannte Langbits. Ja? So, jetzt nehmen wir mal einen hier raus. Zack. So, wie du siehst, sind sie schon einen Tick länger. Und dann kannst du Folgendes machen. Den setzt du jetzt hier entsprechend ein. So, und dann kannst du damit arbeiten. Das heißt also, du siehst, das ist wirklich für Schrauben gedacht. Zwar auch für Metall- oder auch Holzschrauben. Meistens vermute ich mal, dass es eher im Holzbereich benutzt wird, aber Metall ist natürlich genauso möglich. Und jetzt lass uns mal über die Unterschiede sprechen, ja, der verschiedenen Geräte. Erst einmal fangen wir mit dem Bit an. Wenn ich den Bit nehme und setze ihn hier im 220er ein, kann ich Folgendes machen. Ich nehme ihn einhändig und kann ihn einsetzen, er ist fest. Um ihn zu lösen, muss ich das hier nach vorne ziehen und raus. Das heißt, ich kann es einhändig einsetzen. Auch beim 215er kann ich es einfach reinsetzen. Beim 200er geht das nicht. Beim 200er brauche ich immer die zweite Hand nach vorne ziehen und rein. Wenn das für euch wichtig ist, habt ihr hier schon mal eine Unterscheidung. Dann das Thema Newtonmeter ist eigentlich für euch relativ unwichtig, weil ob ihr nun 200 oder 220 Newtonmeter habt, weiß ich nicht, ist nicht so wichtig. Lasst uns noch mal schauen zum Thema Lösemoment. Ist nicht spezifiziert. In dem Moment ist es wirklich hier von Bosch nicht spezifiziert worden. In der Regel könnt ihr dann auch mal 20–30% oben drauf rechnen, was ihr als Lösemoment habt. Sei es drum. So, wir sehen aber hier, wir haben hier 3 verschiedene Klassen auch nochmal wirklich. Wir haben hier Einstiegsklasse. Das heißt, wir haben hier keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen. Kein gar nichts. Wir können nur an oder aus. Mehr geht halt einfach nicht. Hier ist eine LED, das war's. Dann haben wir hier die nächste Evolutionsstufe, das ist der 215er. Hier haben wir die Möglichkeit, zwischen 2 verschiedenen Geschwindigkeiten zu wählen, 1 und 2, und mit dem zweiten hier zwischen Metall- und Holzanwendungen umzuschalten. Und dann haben wir den größten oder den besten von denen. Da haben wir Folgendes, haben wir auch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit einzustellen zwischen Geschwindigkeit 3, 2, 1 und so weiter. Zusätzlich haben wir hier eine Akkuanzeige und wir können hier zwischen Modus A und B wechseln. Modus A und B ist im Wesentlichen Holz und Metall, aber wir haben hier ein Connectivity-Modul drin. Das heißt, du kannst das mit deinem Handy verwenden und kannst jeweils deinen Modus für dich individuell einstellen. Das heißt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auch eine Holzschraube hast und sagst, du möchtest die Schraube immer bündig reinschrauben, dann kannst du es da fein justieren, so einstellen und dann kannst du in der Serie immer wieder bündig deine Schraube in das Material versenken. Dafür ist das Ganze da. Wenn du einfach nur sagst, ach komm, ich will einfach nur reinknattern die Schrauben, dann ist es vielleicht auch der kleinste schon, der hier der richtige für dich ist. Aber du siehst, so differenzieren sich die Geräte untereinander aus. So, das sind diese 3, die jedenfalls diese Aufnahme haben. Jetzt könntest du natürlich sagen, oh, jetzt kann ich ja nur das machen. Wenn ich jetzt aber dann doch mal meine Viertelzoll, meine Halbzoll-Aufnahme brauche, dann muss ich ein anderes Gerät kaufen. Dafür sind genau diese 3 da. Das sind die nächsten 3 Geräte hier in der Klasse. Und wo ich jetzt gerade das hier sehe, hier steht immer schön EC drauf. Alle Geräte hier sind brushless, also es gibt kein Brushed-Gerät mehr, ja, sind alle brushless. So, welche Geräte haben wir jetzt hier? Wir haben hier den 200er, den 210 und den 285er. Und hier ist es erst einmal so, dass wir bei der Aufnahme eine Doppelaufnahme haben. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal einen raus. Wir haben hier ganz normal hier Viertelzoll-Aufnahme, ja, können ganz normal unsere Nuss nehmen, setzen die hier auf und können dann damit entsprechend arbeiten. Zusätzlich haben wir aber hier innen drin die Möglichkeit, mit einem Hex auch das Ganze hier reinzustecken. So, zack und rein, und können hier auch mit einem Sechskant, also einer Hexaufnahme, arbeiten und können das auch benutzen. Das heißt, du bist hier komplett variabel und kannst zwischen beiden Aufnahmen entsprechend wechseln und arbeiten. Auch hier hast du jetzt verschiedene Optionen. Du hast hier
ein Gerät, wo du nichts einstellen kannst. Dann hast du hier ein Gerät, wo du auch wechseln kannst, wieder nur 2 Geschwindigkeiten, Metall und Holz. Und hier hast du das Gerät, wo du wirklich wieder Connectivity-Modul, das findest du übrigens hier, eingebaut hast und hier wechseln kannst und die verschiedenen Modi, die individuell für dich einstellen kannst. Ich muss sagen, wenn du jetzt sagst, für die Standardanwendung, und wenn wir jetzt mal so, der Klassiker beim Thema Schlagschrauben ist ja für viele das Thema Radwechseln. Wenn du sagst, du möchtest einen Schlagschrauber für dich kaufen, ja, und sagst, du möchtest individuell für dich einstellen, machen, tun und möchtest aber auch mal ein Rad mitwechseln, möchtest aber deine Holzschrauben, deine Metallschrauben damit bearbeiten, dann ist genau der hier, der 210er, eigentlich ausreichen, beziehungsweise der 285er auf jeden Fall. Damit kommst du eigentlich in dem Bereich fast überall hin. Und ich weiß genau, da kommen jetzt die Ersten, die sagen, aber wenn die Schraube so ein bisschen festgerottet ist, kommen wir noch dazu. Ja? Aber eigentlich bist du hiermit schon völlig ausreichend unterwegs und kannst damit fast alles machen. Ja? Das sind die sogenannten GDX-Schrauber, die eben diese Kombiaufnahme haben. Kommen wir jetzt zur nächsten, ich sage mal Klasse, den reinen Schlagschraubern. Die habe ich auch wirklich nochmal in 3 Teile unterteilt. Einmal hier diese und diese. Hier unter 1000 Newtonmeter, hier über 1000 Newtonmeter, hier verschiedene Aufnahmen. Kommen wir gleich zu. Lass uns mal auf die zu sprechen kommen. Wir haben hier von 330 Newtonmeter, 350, 450 und jetzt der neue 750 Newtonmeter haben wir alles dabei, jetzt unter 1000 Newtonmetern. Ich freue mich total, dass wir jetzt wirklich diese Lücke geschlossen haben, auch zum 1000er mit dem 750er. So, was haben wir hier? Halbzollaufnahme entsprechend, um auch eine ganze Menge zu machen. Und da musst du für dich wieder entscheiden, was brauche ich denn eigentlich? Wie viel Kraft brauche ich denn eigentlich? Denn vom Preis her macht es keinen so großen Unterschied. Dann würden wir uns das Ganze, meine schöne große Tabelle hier, denkt dran, für euch nochmal alles auch oben verlinkt im Werkzeugvergleich und Preise natürlich unten im ehrlichen Preisvergleich. Wir haben hier beim 330er haben wir einen Preis von knapp über 200 Euro. Beim 350er haben wir sogar einen Preis von knapp unter 200 Euro. Beim 450er haben wir einen Preis von auf 230, 240 Euro und hier 300 Euro. Das heißt, du musst für dich wirklich unterscheiden, was brauche ich denn? Wenn du natürlich sagst, wenn Preis das Hauptthema ist, dann werde ich natürlich eher so hier hingehen. Aber du musst natürlich schon schauen, der 750er im Verhältnis auch zum 350er ist natürlich immer deutlich schwerer. Ja? Das heißt also, wenn du den ganzen Tag damit arbeitest und die Kraft vom 750er gar nicht brauchst, dann natürlich würde ich den kleineren nehmen. Mal unabhängig von der Kraft, wie unterscheiden sie sich denn eigentlich? Natürlich wieder auch hier das Bedienfeld. Hier hast du wieder die Connectivity, volle Einstellmöglichkeit. Beim 330er, beim 350er hast du nur die Geschwindigkeit zum Einstellen. Und bei den beiden kannst du wieder dich komplett austoben beim 450er und beim 750er auch. Da hat Bosch ist, glaube ich, so ein bisschen gelassen, auch nochmal wieder so eine A-B-Version hier rauszubringen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der 750er ist für mich so der, auf Neudeutsch der Sweet Spot, so der Schlagschrauber von Bosch für mich. Warum denn eigentlich? Wenn du jetzt natürlich sagst, GDX ist für mich eine coole Sache, ohne Frage. Oder hier die reinen Hexaufnahmen, auch gar kein Thema. Aber rein von den Schlagschraubern wird es hier hinten irgendwann obskur. Ja? Obskur groß, obskur schwer und so weiter und so fort. Wenn du jetzt aber sagst, oder viele von euch haben immer wieder so das Argument, naja, das typische Radwechsel. Ja? Jetzt sagen sie, naja, ich habe aber auch ein Wohnmobil, ich habe auch einen Anhänger und da könnte es sein, dass es ein bisschen festgerottet ist und ich möchte das aber immer und garantiert auch lösen. Da war es in der Vergangenheit so, dass ich gesagt habe, nimm 450er. Also da wird es wohl kaum noch irgendwas geben, was du damit nicht lösen kannst. Denn der 450er hat ja auch ein Lösemoment von 800 Newtonmeter. 800 Newtonmeter. Wahnsinn. Und da gab es eigentlich nichts mehr zu meckern. Jetzt haben wir beim 750er hier, ja, bei dem Anzug 750, haben wir ein Lösemoment von 1000 Newtonmeter. Und die beiden hier unterscheiden sich in der Größe kaum noch und vom Gewicht auch kaum noch voneinander. Das heißt, es ist nur so, dass der hier einfach 70 Euro mehr kostet. Und wenn du jetzt aber sagst, du willst einen Schrauber haben, der nicht irre groß wird, wie langsam bei dem hier und irre schwer, sondern willst einen haben, mit dem du alles machen und alles lösen und festziehen kannst, dann ist der 750er dein Schrauber. Und für 300 Euro kannst du doch echt nichts falsch machen, finde ich.
Schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was sagt ihr denn? Sagt ihr, nee, also so ein 350er reicht mir völlig aus, was soll denn das alles? Oder ein 450er? Oder sagst du, ja, 750 Newtonmeter Anzug, 1000 Lösen, da kann man schon eine ganze Menge machen. Ich habe vor kurzem meinem Nachbar geholfen mit seinem Auto, weil der hatte wirklich eine Schraube, die wollte nicht losgehen mit seinem etwas älteren Schlagschrauber. Hatte ich auch den 750er dabei und was war? Es hat wenige Sekunden gedauert und er konnte es lösen. Ja? Also es ist so, dass wir hier schon ein echt kleines, kompaktes Gerät haben, was richtig, richtig ordentlich was kann. Okay, gucken wir mal eins weiter, das ist jedenfalls mein Argument für den hier. Bei dem ist es so, wir haben hier 1000 Newtonmeter Anzugsmoment, denn wir haben hier den 1000 und den 1000C. Die beiden unterscheiden sich nicht in der Kraft, sondern die unterscheiden sich in dem Bedienfeld. Wir haben hier die Möglichkeit, nur die Geschwindigkeit einzustellen und hier, wie bei vielen anderen eben schon gesagt, hast du hier die Möglichkeit, über A und B wirklich deine Modis hier einzustellen und es genauso einzustellen, wie du es brauchst. Also das ist das, was anders ist, die Connectivity, das Connectivity-Thema. Und lass uns ruhig mal schauen, inwiefern die beiden sich jetzt vom Preis unterscheiden. Der 1000 kostet so 260 € und der andere kostet 10, 15 € mehr. Also egal. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, naja, vielleicht geht der nicht so schnell kaputt, ich weiß es nicht. Oder die Elektronik könnte kaputt gehen, was ich persönlich überhaupt nicht glaube. Also hier würde ich dann schon eher auch den 10 nehmen. Vielleicht ist es auch wirklich eine Frage, das zu unterscheiden, weil Bosch sich sagt, naja, es gibt Industriebetriebe, die das nicht brauchen. Und da, wenn du sagst, du kaufst 1000 Stück und jeweils für 10 € weniger, ich weiß es nicht. Auch da können es natürlich genau solche Gründe geben. Hier bei dem, weil ich finde es immer so obskur, wir haben hier einen Schlagschrauber mit Halbzollaufnahme mit 1000 Newtonmeter Anzugsdrehmoment, aber auch satten 1600 Newtonmeter Lösedrehmoment. Das ist ja schon völlig irre, was es alles gibt heutzutage, ja, im Akkubereich und jetzt auch von Bosch. Und jetzt kommen wir zu den nächsten. Auch hier ist es so, dass wir hier haben den 1050 H und den HC. Auch hier unterscheiden die beiden sich rein und nur durch die Bedienung. Ja? Auch hier ist es so, die beiden unterscheiden sich grundsätzlich H und HC auch nur Connectivity oder nicht Connectivity. Und dann haben wir den 1600er, die Premium-Klasse schlechthin. Ihr seht aber, hier haben wir natürlich jetzt eine andere Aufnahme, 3/4 Zoll, weil irgendwann ist es dann so, wenn wir jetzt mal uns anschauen, das ist Halbzoll, das hier ist 3/4 Zoll als Aufnahme, schon ein ganz großer Unterschied. Und da kannst du halt auch so eine amtlichen Nüsse mit bewegen. Wenn wir uns jetzt mal den 1600er nehmen, machen mal diese Nuss hier entsprechend drauf. Das ist schon großes Kino, was wir hiermit feiern. Und wie gesagt, hiermit lösen wir auch schon mal 2200 Newtonmeter. Ich habe ja eben gesagt, wir haben hier das Premium-Modell und wir müssen noch mal über zwei Dinge sprechen. Nummer 1, Akku, da kommen wir gleich dazu, aber Nummer 2, noch mal über das Premium-Bedienfeld, beziehungsweise über das Bedienfeld allgemein. Also erst einmal, ja, wir haben ja hier die Möglichkeit, zwischen 3 Geschwindigkeiten zu wählen. Das heißt, wir wählen hier zwischen Geschwindigkeit 1, 2 und 3. Das heißt aber auch, dass wir hier auch zwischen den Newtonmeter auch nochmal wechseln. Da komme ich nochmal gleich im Detail zu. Hier haben wir die Möglichkeit, zwischen Modus A und B zu wechseln. Und da können wir das Ganze nochmal deutlich feiner einstellen. Um das mal für dich ein Beispiel zu machen, nehme ich jetzt mal nicht den großen Premium, sondern nehme hier den 210 zum Beispiel. Denn hier habe ich extra das Handbuch mir mal genommen und das hilft in dem Fall halt wirklich. Denn ich habe hier ja auch das große Premium-Bedienfeld und kann alles im Detail einstellen. Und jetzt lass uns mal erstmal schauen zwischen den 3 Geschwindigkeiten. Bei den 3 Geschwindigkeiten kann ich Folgendes einstellen. Geschwindigkeit Nummer 1 sind 2200 Schläge und 80 Newtonmeter. Das heißt, wir haben hier nur 80 Newtonmeter. Bei Geschwindigkeit 2 sind es 3300 und 160 Newtonmeter. Danach sind 4100 und 210 Newtonmeter. Das heißt das Maximum. Was heißt das jetzt für dich, wenn du zum Beispiel einen Radwechsel machst, ja, und möchtest deine Räder auch damit anziehen, ja, dann kannst du es natürlich machen. Standard ist ja häufig so 120 Newtonmeter anziehen. Guck bei deinem Auto, wie es gerade so ist, bei deiner Felge, wie es gerade so ist. Aber jetzt möchtest du natürlich jetzt nicht mit 210 Newtonmeter jetzt hier das raufballern. Kannst du aber trotzdem einstellen, indem du einfach hier hingehst und sagst Geschwindigkeit 1 bzw. 80 Newtonmeter, ziehst das an
und dann den Rest machst du dann entsprechend mit deinem Drehmomentschlüssel. Dafür ist die Geschwindigkeitseinstellung. Und dann nachher der Modus A und B, den kannst du im Detail einstellen in deiner App. Das heißt, du verbindest das Gerät mit deiner App. Dort kannst du dann nochmal einstellen, mit wie viel Kraft das Gerät anzieht. Jetzt muss man ganz klar sagen, nicht exakt wie viel Newtonmeter, also nicht 210 hätten wir jetzt hier zum Beispiel 207,5 Newtonmeter. Das kannst du nicht, sondern du hast eine gewisse Rasterung und kannst in diesem Raster sagen, wie fest soll ich das Ganze anziehen. Das ist vor allem zum Beispiel sowas wie Blechschrauben, Holzschrauben oder auch andere Dinge ganz interessant. Wenn du zum Beispiel eine Holzschraube hast, willst du immer genau tief reinschrauben, dann kannst du es so auch einstellen. Du kannst natürlich hier häufig A und B wird auch als Holz- und Metallvariante häufig beschrieben. Du kannst zum Beispiel bei einem sagen, das ist mein Holzthema, kannst da das einstellen, kannst auf B auf das Metallthema gehen, kannst auch sagen, du hast zwei verschiedene Holzstärken oder Metallstärken und so weiter und so fort. Wenn du dann noch mehr Informationen haben willst, schreib es gerne mal unten in die Kommentare, dann können wir zur Not auch noch mal ein komplettes Video dazu machen. Nächstes Thema, das hier ebenfalls die Premium-Einstellungsmöglichkeit, die sehr viele hiervon haben und die ich mit der Zeit auch zu schätzen gelernt habe, weil manchmal braucht man es eben doch. So, nächstes Thema, wir haben ja den hier auch, Premium gesagt, hier 12 Ampere-Stunden pro Core unten drunter, brauchst du das? Nein, brauchst du überhaupt nicht. Also diesen riesen Block brauchst du nicht, außer dass du extrem viel schrauben möchtest. Sondern du musst schon beachten, welcher Akku wo drin ist. Wir haben ab hier haben wir B2 Brushless Geräte. B2 Brushless braucht mindestens wie viel? Ja, ich hoffe, ihr habt alle im Chor gesagt 5,5 Ampere pro Core. Es geht natürlich auch der 8er, auch der 12er, aber es ist natürlich auch beim 12er eine Gewichtsfrage. Ja, der 5,5er würde völlig reichen, hat richtig Wumms und kann die hier maximal auslasten, dann hast du die maximale Kraft. Beim 750er, das ist kein offizielles B2 Brushless Gerät, zumindest steht es nicht drauf. Bosch sagt aber schon, ja, also für die letzten 5% wäre es schon ganz gut, wenn du hier den 5,5er pro Core drin hast. Ja? Also mindestens den 5,5er. Die Geräte hier unten drunter empfiehlt Bosch zum Beispiel 4 Ampere pro Core, was total Sinn macht. Das sind ja diese kleinen, damit du ein kompaktes Gerät hast mit einem niedrigen Gewicht. Du kannst aber die ganz normalen Bosch Standard-Akkus nutzen. Natürlich kannst du ja auch einen 12 Ampere pro Core reinstecken und auch damit arbeiten. Also falls du denkst, das geht nicht auch andersrum. Ja? Das ist auch möglich. So, jetzt haben wir eigentlich alles dabei gehabt. Wenn du sagst, wir sollen nochmal dann auch nochmal Tests machen. Wir sollen nochmal andere Sachen. Du brauchst noch mehr Informationen. Was auch immer, schreib es gerne unten in die Kommentare. Denk dran und denk an das Gewinnspiel. Vielleicht ist ein guter Schlagschrauber mit dabei. Ja, bei uns gerade im Gewinn. Schau einfach mal ansonsten, wenn du wissen möchtest, was du gerade gewinnen kannst, gerne mal auf unsere Gewinnseite. Und solange kann ich nur sagen, ich hoffe, du weißt jetzt endlich, was der richtige ist. Schreib vielleicht auch ganz kurz in die Kommentare rein, für welchen du dich entscheiden würdest. Und solange kann ich nur sagen, ran an den Schlagschrauber und bis zum nächsten Mal.